Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Und wir sind immer noch in unserer ultra fancy Bude hier in Guangzhou in China. Ich würde so gerne runterspringen auf das Bett, aber ich traue diesem Bett nicht und auch nicht meinen Stuntman-Skills. Ja, wir sind ready. Wir werden jetzt gleich noch mal ganz schnell was probieren. Dann gehen wir raus, gehen zu einem Convenience Store. Werden da frühstücken und dann werden wir heute hoffentlich einige Achterbahnen fahren, die vielleicht ganz cool sein könnten und oder nicht. Ich glaube, wir fangen aber erstmal mit was nicht so Tollem an von der Location, aber da stehen 2 Achterbahnen. Mehr dazu jetzt in diesem Video. Ich komme mal wieder zu euch runter. Das gehört wirklich zu uns. So, und dann komme ich jetzt wirklich hier runter und das ist kein Fake. Das gehört alles zu unserem Zimmer. Braucht man das? Nein. Ist das geil? Ja. Kann man oben schlafen? Jein. Das ist, glaube ich, nur die Spielwiese, weil das ist so hart. Das ist, glaube ich, wirklich nur für erwachsene Turnübungen gedacht. Dinge, bei denen ich mich immer wieder frage, soll das dafür da sein? Also, ne, hier kennt man ja eigentlich dann, das ist so ein Cressini für Schinken nimmst quasi. Oder soll es danach schmecken? Und deswegen nehme ich sowas immer mit. Kann ich das verstehen, wie es funktioniert oder nicht? Man weiß es nicht. Wenn das schon nicht so perforiert ist, dass das geht, ne? Werde ich ja schon sauer. Boah. Was ein toller Gag. Es soll danach schmecken. Und tut's nicht ganz. Oder, oh. Überzeug mich nicht. Warum sieht dieser Aufzug so aus? Ich glaube, das ist Design, aber das ist irgendwie bedrückend. Tja, Aufzug Devi Design. Das ist auch bedrückend. Hey! Kommst hier raus, wunderst dich, dass der ganze Platz irgendwie abgesperrt ist. Was haben die denn vor? Ja, ist relativ einfach. Fenster putzen. Und die trauen noch nicht mal ihren eigenen Fensterputzaufzügen. Max 90 Kilo, Bruder. Max 90 Kilo. Die Schärfe kommt auf jeden Fall aus der Hölle. Alter. Sieht man ja auch schon. So, wir sind ein wenig U-Bahn gefahren. Oh, ging schnell, wir sind schon da. Wir sind ein wenig U-Bahn gefahren und wir fangen an mit dem Guangzhou Zoo. Und ja, das ist wohl ein Zoo, aber wir haben jetzt 80 Yuan für 5 Fahrten pro Person bezahlt und sind jetzt auch schon im Amusement-Teil angekommen, wie es scheint. Das ist schon mal ganz gut. Das Zoo-Ticket ist, dazu muss man noch ein separates Amusement-Park-Ticket dann kaufen. Und da sind theoretisch 2 Achterbahnen für uns jetzt hier. Und wenn wir ja so viele Fahrten haben, können wir mal Riesenrad fahren, wenn das nicht zu lang dauert. Es ist Samstag, dementsprechend ist hier die Hölle ausgebrochen. Aber gut, irgendwas ist ja immer. Mit der U-Bahn, mit der Linie 1 ein paar Stationen, dann eine Station mit der Linie 5 und dann fällt man direkt in den Eingang rein. Und geil, das heißt Happy World. Ich glaube, die haben ein Feuchtigkeitsproblem im Gebäude. Und genau da. Weiß ich nicht. Warum sollte man beim Streichen auch aufpassen, dass man das Riesenrad nicht einsaut? Oh Mann, ey. Hier lebt der Homo sapiens im Zoo. Stark. Hier ist Numero Uno. Vorne ein Panda, hinten mit einem Alligator oder was? Nun ja. Schauen wir uns diese wilde Fahrt mal gemeinsam an. Den Löwen habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. Was ist denn das hier für eine Aufschüttung?
Leute, erste Bahn des Tages. Ziemlich groß eigentlich und echt eine ordentliche Schiene. Und dann fährt man hier so ein bisschen Schlangenlinien. Also für den Zoo ist das voll die coole, süße Bahn und für die kleinen Kiddies. Und die vorne, die freut sich richtig einen Ast ab. Das war schon mal cool. Ja, passt ja. Peoples, jetzt die zweite Bahn auch gemacht. Das gab ein bisschen Diskussion, weil wir passen nicht rein. Es wurde aber entschieden, als wir hier unten waren. Und keine elektronische Bügelüberwachung. Also da hätten 2 Bros reingepasst. Und ja, da muss man sich mal ein bisschen durchsetzen und ein bisschen am Tor rappeln, dass sie das aufmachen, weil die denken, ja, ich beweise ja, dass es nicht passt. Du guckst dann in ziemlich lange Gesichter und der eine oder andere ist dann auch ein bisschen salzig, aber wir sind die Bahn gefahren. Wie süß ist bitte das Frontcar? Und ja, schon eine coole Bahn irgendwie. Tagada richtig geschrieben. Er fährt eine Runde, ist halt so ein Junior Family Coaster. Kann die Bahn auch einzeln kaufen. Wir haben jetzt nicht gesehen, ob das mit der anderen auch geht. Da müsste man nicht so ein Package kaufen. Hast du gerade unsere Tickets noch? Ich möchte da noch was zeigen. Die Monorail wurde auch gestrichen. Alles gut. Außerdem gibt es hier eine Karussells verschiedenster Couleur, Schiffsschaukel, Autoscooter, Wellenflieger. So, das sind ja die Zoo-Tickets. Was ich ganz cool finde, ist, dass da auch noch mal der Parkplan mit drauf ist, den wir aber auch noch mal separat gerichtet haben. Das sind die Amusement-Tickets. Das ist das 5er-Ticket. Dann sieht man, stempelt das dann da quasi ab. Oder man ist Chinese und tackert dem Löwen Loch im Kopf und ähnliches. Und das alles auf einem. Das heißt, es hätte 1 gereicht. Wenn ihr mal hier hinkommt, zu zweit, dann lohnt sich das ja auch einfach, das zu machen, bevor ihr euch jetzt hier versucht, Einzeltickets zu kaufen. Aber ja, gut, das wissen wir jetzt besser. Wenn jemand noch hier hin möchte, wir haben da noch ein Ticket. Also auch nur für die Amusement-Geschichten. Gut, dann sind wir aber hier durch, außer wir fahren noch das Reusenrad. Dann haben wir kein Ticket mehr für euch. Ich weiß auch nicht, wer jetzt demnächst hier hinkommt, den ich das irgendwie überlassen kann, wo das noch Sinn macht. Also du bezahlst ja mehr Versand in Deutschland, als das Ticket kostet. So, genau. Das machen wir dann jetzt einfach vielleicht noch. Und dann haben wir es hier auch. Und den Zooteil, glaube ich, ersparen wir uns alle. Das wollen wir bestimmt alle nicht. Nachdem wir gestern Elefanten im Dark Ride hatten. Echte Elefanten, die im Dark Ride leben, im ehemaligen. Wenn ihr das gerade flashig findet, guckt ihr den Vlog von gestern. Beziehungsweise solltet ihr die ganze Tour am Stück gucken. Das ist nämlich crazy.
hier beworben. Ich möchte das fahren. Fast and Furious, Need for Speed. Jojo, schöne Straße, schön, aber auch schöner Park. Und wir sind noch mal ein bisschen U-Bahn gefahren und einmal umsteigen. War jetzt noch mal so gute 10 Minuten in der U-Bahn unterwegs und sind beim nächsten Stadtpark angekommen. Ist hier schon ein Eingang. 1, 2, 3, das ist doch genau unser Eingang. Da sind wir uns so einig, oder? Ja, jetzt steppen wir mal hier rein und suchen mal eine Achterbahn. In die Richtung hat er gezeigt. Ich interpretiere das jetzt so. Das war einfach nur kommt rein, aber wir wollen wahrscheinlich so Children's Playground oder sowas. Ist oft eine gute Idee, das zu suchen. Amusement Park, das ist auch eine gute Idee, glaube ich. Amusepark. Ja, das ist doch schon mal nice, dass das jetzt zweimal mit der U-Bahn so easy geklappt hat. Jetzt waren das 2 Won pro Person für die Fahrt. So Leute, ich hole euch mal kurz ab. Wir sind am Park schon mal gekommen. Rechts sehen wir wieder ein Karussell, was mit Wasserpistolen sich im Kreise dreht. Links haben wir einen Drop Tower, der natürlich auch wieder aus chinesischer Produktion ist. Dahinter schaukelt die Schiffsschaukel. Wie bunt kann eine Schiffsschaukel sein? Aber mit den Blumen drunter ist hübsch. Aber es sieht halt auch nach Kunststoff alles aus. Ne? Dann haben wir hier ein Karussell. Und ja, es ist sonst auch alles Kunststoff, ich weiß. Dann haben wir einen Autoscooter, dahinter eine große Wasserrutsche. Das haben wir ja schon mal gezeigt. Und eine Dual Monorail. Das ist halt so eine Hochbahn, ne? Die jetzt hier oben lang fährt. Adventure Free Traveler. Auch schön. Da kann man wieder irgendwas angeln, glaube ich. Wie das da vorne aussieht. Und hier haben wir Supercar, die Achterbahn. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier an Tickets kommen. Aber nicht hier gerade durch, weil das ist die Kinderschleife. Hier haben wir eine Kasse. Wir gehen zur Kasse. 游客朋友们，设备已准备就绪，请扶稳坐好。游客朋友们，设备已准备就绪，请扶稳坐好。 Hallo. Das ist so unter. Du musst aber hoch wieder. Du musst hochbänkeln, nicht da unten bleiben, Junge. Oh
Ihr habt noch so viel zu lernen. Aber gleicher Zug wie gerade die Bahn, gleiches Layout wie gerade die Bahn. Und wieder Platz hat für 2 Bros hier drin. Hier interessiert es auch keinen. Ja, spaßige Bahn, fährt 2 Runden und unglaublich cooles Frontcar. Aber das sieht richtig stark aus. Ja, witzig, ist einfach witzig. Ne? Ist jetzt hier nicht die Krone der Schöpfung, aber ist lustig. Ich glaube, waren jetzt 40 Yuan pro Person die Fahrt. Leute, das sieht doch mal sowas von cool aus. Und für 39 Yuan ziehen wir einen. Na komm. Yuan. Oh je, darf ich einen haben? Ja, Schatzi. Meine Hand fehlt Flip. für. So. Packen wir es denn aus, wa? Claro. Und es ist wenig überraschend bei der Verpackung der gelbe. Ich finde den gelben auch am coolsten. Aber das ist echt cool. This is traditional news from Guangdong province. Yes, we thought so. Ach komm, hier mit Klebeband Thank direkt. you. This is traditional from Guangdong, hat er gesagt. Ach, das ist hier so eine lokale Tradition, haben wir gerade gehört. Guck mal, das mit Solar lübt das dann. Ja, das lübt mit Solar. Da haben wir, glaube ich, einen neuen Begleiter in unserem KF&Z. Und was Traditionelles aus Guangdong, das ist die Region hier. Natürlich. Geil. Der ist cool, ey. Der ist nicht der coolste, weil der Schwarze ist gar nicht so cool. Nee, den Schwarz finde ich gar nicht cool. Und der Rot-Weiße sieht aus wie irgend so eine komische Achterbahn. Das ist wie ein, eigentlich hast du recht, der Gelbe ist der Ja, coolste. ich habe nicht gehofft, dass wir den kriegen. Leute, ab und zu hat man ein bisschen Glück und dann findet man hier das. Was ist denn nicht wegen Flacker los? Achso, flackert das nicht mehr viel. Hier wollen wir hin. Das ist die 7. Das ist die 7. Wir nehmen den Ausgang A und dann wissen wir, dass wir nur noch hier lang laufen und da ist unser Ziel, wo wir hinwollen. Das ist ziemlich einfach. Hier übrigens mal der komplette Metroplan. Damit fahren wir gerade durch die Gegend. Und für unsere Feuerwehrjungs hier unter den Zuschauern, wichtige Leute, überall gibt es solche Kästen an jedem öffentlichen Ding mit irgendwelcher Ausrüstung, die man eventuell brauchen könnte im Notfall. Und Sicherheitskontrollen für jeden, der in die U-Bahn rein möchte. Auch nochmal, schwenke ich jetzt nicht so drauf. Und Uschi haben wir auch verloren. Da ist die Uschi. Wir sind mit der U-Bahn angekommen, wo wir hin wollten. Und beim Rausgehen kam uns schon so ein Fischpipi-Geruch entgegen. Und der wird immer intensiver. Ja, wir sind draußen, da war irgendwie so eine Art riesiger Fischmarkt, würde ich mal sagen. Aber mit getrockneten Fischen und allen möglichen anderen crazy Dingen. Wer sich auskennt, so eine Seegurke, wird die dann, wie das da auf dem Teller war, so groß und dick, wenn man die kocht oder wenn die in dem Sud zieht oder so. Oder nicht mehr getrocknet ist, keine Ahnung. Das hat für mich so ausgesehen. Seepferdchen gab es, ganz viele Innereien, glaube ich, und keine Ahnung, was alles. Und dann mittendrin ist auf einmal dieser Park hier, wo wir jetzt mal gucken müssen, wo es eine Achterbahn gibt. Der Parkplan ist nicht wirklich aufschlussreich, aber wir kriegen das hin. Ein Ründchen laufen wir und dann finden wir das schon.
Ach, was ist hier unten? Ich habe Angst, dass das irgendwas Tieriges ist. Aber die Angst ist nicht begründet. Es ist nur ein Autoscooter. Ein komisch geformter. Aber cool, dass er einfach mal nicht die klassische Form hat. So, da haben wir ihn doch. Versteckt sich hier am Haupteingangsnähe. Das Orange hier unten. Da hinten ist ein Hügel drin, das macht es wohl zur Achterbahn. Und nicht wie hier oben diese Monorail-Dingens. Aber wir gucken mal eben noch. Ja, Bahn gefunden. Bahn kann man mit 15 Won direkt hier bezahlen. Sehr cool. Wir fahren die Bahn gerade. Ey, der Zug sieht echt richtig stark aus. Wie so ein Schnellzug und sogar LED-Beleuchtung. Und ja, dann dümpelt hier der Powercoaster durch den Busch neben den Wohnhäusern und Shoppingkram. Und wir sind hier beim, ich glaube, High-Speed Rail Toboggan. Ihr seht, das ist sehr High-Speed. Und er ist sogar Onboard-Sound. Also ich weiß nicht, ob da vorne irgendwie ein Soundmodul drin ist, aber ich höre es auf jeden Fall. Ja, damit drehen wir hier nochmal ein paar Runden und sehen uns gleich wieder. Ich habe mich schon oft gefragt, warum die von Zamperla die Magic Bikes original kaufen und nicht nachbauen. Jetzt weiß ich warum. Boah, Leute, ist das wirklich unglaublich heiß heute und drückend schwül. Wir sweaten uns hier einen ab, aber ey, zu unserer Verteidigung, die Locals auch. Wir sind durch den Park gestiefelt, super schön, ey, krass geile Bäume und See in der Mitte und voll cool. Es sind halt diese Naherholungsdinger in der City, du hast hier diese riesen Bauten drumherum, wo die alle wohnen. Und ja, jetzt sind wir hier in dem Park und es gibt wieder mal so eine Monorail, Hochbahn, Karussell, Kettenflieger. Was ich ganz cool finde, ist dieser Crazy Skorpion Flatride. Bei uns wäre das gigantisch groß, auf jeden Fall der Brüller auf der Reise. Und der Space Coaster oder Space Car heißt er, glaube ich, die Achterbahn. Für die sind wir hier hingekommen, richtig cool.
位乘客请注意，游戏即将开始，请坐好扶稳，系好安全带。Fährt eine Schleife, fährt hier ein bisschen lang, muss man sich eine Karte vorher holen. Da sind dann die Credits draufgeladen. Die haben wir für die Bahn gemacht. War 25 Won pro Person, musste man jetzt mit WeChat bezahlen. Ging jetzt nicht mit Alipay, aber Alipay und WeChat, die beiden Apps braucht ihr auf jeden Fall, um wieder klarzukommen. Wenn ihr das nicht habt, habt ihr ein Riesenproblem. Ihr müsst auf jeden Fall online sein, sonst funktioniert hier gar nichts. Aber das hatten wir schon am Anfang, dass das ein bisschen schwierig war und da ab und zu auch hilfreich, die ein oder andere Banknote in bar dabei zu haben, wenn es dann mal gar nicht mehr weitergeht. Und wir gucken, wie wir jetzt weiterfahren. Wir sind ja gerade wieder mit der Metro hier gefahren. Gucken mal, ob es mit der Metro auch noch zum nächsten Ziel geht. Was ist denn schon wieder mit dem Voodoo-Jumper los? Wir nehmen es uns unsere Achterbahn. Schade, ist gerade fertig. Böses Lachen. Böses Lachen. Ja, natürlich gucken die. Wir sind im nächsten Park und sind rein und jetzt laufen wir erstmal irgendwo weg. Ich weiß nicht, ich würde erstmal noch einen Schritt weiter gehen. Das ist eine Sichtachse noch, Girl. Alter, was ein Roboter-Laubfeger oder Laubfeg-Roboter. Was eine Maschine, ey. Guck mal. Der dudelt aber auch richtig. Was ist denn mit ihm? Aber er sieht glücklicher aus, als er. Also die Augen. Wow. Ja, wir sind jetzt mit dem Didi hier hingefahren, weil das mit den Öffis so ein bisschen gagelig war. Ich glaube, hier ist ein Ausgang dann, oder? Wir müssen nämlich erst mal gucken, wo es jetzt weitergeht. Aber wir müssen erstmal Abstand zum Amusement-Teil kriegen. Denn ich sollte nicht mitfahren. Einfach so, weil ich bin zu schwer dafür. Oder zu groß oder zu, weiß ich nicht. Können Sie ja nicht so richtig formulieren. Und das ist alles zu gefährlich. Wo ich mir denke, wenn ihr wüsstet, wie ihr euer Zeug behandelt hier, wie ihr hier operiert. Ich dachte, weil hier diese Eingangsdelfine auch sind. Das ist alles gefährlich, was ihr hier sonst so veranstaltet. Und ja, irgendwie reinsetzen, gucken, ob das passt. Nee, das geht nicht, das geht auf keinen Fall und alles gefährlich. Ja, und dann bin ich einfach nur mit, um zu filmen.
Und dann war so, ja, kann ich noch mal bei der Operatorin Probe sitzen, wenn wir vielleicht ein Foto machen und zeigen, wie toll das passt oder nicht oder was auch immer. Kommunikation, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ja, haben wir gemacht und dann hat sie Start gedrückt. Und sind wir gefahren. Und dann, jetzt gerade nach der Fahrt, kam die aus der Kasse rausgerannt und war am Rumschreien. Aber die Operatorin an. Ja, genau, die Operatorin angeschrien. Nicht uns. Das wäre vielleicht das nächste gewesen. Ist jetzt nicht mehr mein Problem. Wir sind weitergegangen. Was für ein Quatsch. Also die ganzen kleinen Chicken, die wir jetzt gefahren sind, die waren kleiner als das Teil. Und nicht falsch verstehen, wenn das irgendwie eine aufgestellte Regel ist, ist das vollkommen in Ordnung und richtig und dann halten wir uns auch daran. Es ist aber einfach nur eine willkürliche Aussage gewesen, die einfach so gewürfelt wurde. Und die waren zu dritt dann in der Kasse am Diskutieren und eine war dafür, dass wir fahren dürfen, 2 waren dagegen, beziehungsweise eine von denen dagegen konnte gar nichts entscheiden. Und das war aber auch die jetzt schreiend aus der Kasse rauskam. Also die hat uns auch dann, statt die Achterbahn fahren lassen zu wollen, meinte sie ja, hier, ihr könnt ja Tretboot fahren. Wir sind ein paar Meter weiter gegangen und jetzt gibt es hier eine Jungle-Maus. Opa. Oh. Oh. Hilfe! Ey. Das Zimmer. Hör mal rein, ey. Oh. So, Jungle Maus ist ja das Ding in China, da gibt es super viele von und die sind so cool, die Teile. Also Favorite von uns ist immer noch, also von mir auf jeden Fall, die in Shanghai war irgendwo, aber die hat es auch richtig in sich. Du sitzt halt da drin, hast nur einen kleinen Gocht und fliegst durch den Wagen, weil die Kurven einfach so übertrieben gefahren werden. Und aber hier auch mal mit einem coolen Layout, mit gebänkten Kurven und so, da hat sich schon immer ein bisschen Gedanken bei gemacht und ist halt echt ein Dschungel reingebaut. Circus auf Ecstasy oder so, ich weiß es nicht. Geiles Selbstbauding. Ja, wir sind nur ein paar Meter weiter gegangen, sind gerade den Berg hoch, die Steigung, und dann sind wir hier auf den Spot gestoßen. Eigentlich zwischen den beiden Parks, die wir jetzt gemacht haben, müsste noch einer liegen, aber die beiden sind auf der Coaster Count Karte super weit auseinander und hier voll aufeinander eigentlich. Normalerweise sind das 2 Häuser in einem. Deswegen müssen wir mal gucken, da ist auch noch eine Schiffsschaukel und es geht aber auch wieder bergauf. Wir haben keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Der Park hier war nicht bei Google Maps zu finden, dafür so. Der andere bei Maps, dafür so nicht. Weiß ich nicht, ob wir jetzt echt da hochdackeln oder ob wir lieber erstmal hier unten weitergehen. Da hinten ist noch eine Schiffsschaukel. Zamperla wurde auch kopiert da hinten. Das ist immer alles ein bisschen schwierig hier drauf zu kriegen. Also kopieren. Aber lieber schlecht gucken. Nee, gut kopiert als schlecht selbst gemacht, aber die kopieren ja auch schlecht. Ob sich da jemand ein Feierabendbierchen gerade verdient für den letzten Credit hier? Was ein Weg, ey. Digga. Wow. Jo. Was machst du? No Mix. Sicher.
die Sturzgefahr ist auch relativ hoch, glaube ich. Die verarscht mich. Die verarscht mich. Das ist wirklich, das kann nicht der Weg sein. Und die denkt, das ist richtig. Da, wo es kein GPS gibt. Für immer werden wir hier bleiben. Für immer. High-Speed Rail Park ist der Name, schon wieder so ein Schnellzug von der Sitzfläche übrigens. Genau das gleiche, was wir gerade hatten, wo ich nicht mitfahren dürfen sollte. Und ja, hier herzlich willkommen, es wird Licht angemacht, man freut sich, dass wir da sind. Das ist voll witzig, da fliegen immer aus der Mitte Plastikbälle, Hohlkugeln. Und man kann ihn mit dem Kescher fangen, aber jetzt fährt der High-Speed Rail Park nochmal. Ich nehme auch mal ein Video mit für euch. Macht's spannend. Es bleibt spannend. Mit Soundtrack. Oh, jetzt hat sie die LED-Tubes auch angemacht. Guck mal hier, ey. Wow. Ja, meine ich ja, die LED-Tubes. Tschüss. Und hier die Decke auch. So, wir sind unterwegs. Wir wurden jetzt gerade extra für uns auf der kleinen Bahn hier die komplette Beleuchtung eingeschaltet. Es gibt einen Soundtrack, die Betreiberin feiert voll ab. Sehr cool. Wir sind natürlich im High-Speed Rail Park. So heißt der Coaster. Aber es ist echt süß gemacht hier mit den LED-Tubes in der Schiene, dann die Beleuchtung an der Decke, die Bäumchen und Tunnel durch, also zwei Bogen. Oder Bögen heißt es vielleicht auch, man weiß es nicht. Ja, cool, ey. Die sollte aber vielleicht bei jeder Fahrt die Kette bei den Wagen, wo keiner sitzt, auch zumachen. Ist nämlich komplett schwarz abgerieben an der Seite. Hast du das gesehen? Ich versuche das dann nochmal einzufangen für euch. Gute Kette. Möchtest du diese Treppe wieder runtergehen oder möchtest du diese Treppe runtergehen? Wir können mal da, dann haben wir noch ein bisschen was hier gesehen. Neben diesem Karussell. Also ja, wieder spannend, wie unterschiedlich die Sachen betrieben werden. Vorsicht, da kommen 2 Stufen. Oben ist noch Trampolin und weiß ich nicht was alles, Spielerei. Es war sehr beschwerlich hierhin. Also ich habe gedacht, wir kommen niemals an. Ja, man kann seinen Akku laden, baggern, kleine Karussells. Aber hier ist halt nicht mehr viel, aber es ist noch eine Achterbahn hier. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder hier rausfinden. Und ich habe keinen blassen Schimmer. Das Ding ist, vielleicht versteht ihr das, wenn man euch das einmal sagt, in China funktioniert GPS nicht so wirklich, weil es hier kein GPS gibt oder es blockiert wird. Da kannst du auch mit Apple Karten oder Google Maps machen, was du willst. Jetzt geht da wieder eine Show los und sie filmt sich aber mit dem Tablet. Es hat grob funktioniert. Wir sind auch teilweise neben dem Weg hergelaufen. So, jetzt ist hier eine Show. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Mir ist warm. Ich will duschen. Komm, Oschi. Ja, Cool Down Sprint. Bis irgendwo.
Aber in der Körperhaltung bitte hier, ne? By the way, das ist voll das geile Wasser, Alter. Das, wenn ihr das seht, checkt das. In White Peach auch richtig, richtig, richtig gut. Wenn nicht mal im Tunnel ein Rettungsanlauf, weiß ich nicht. Ich sag's dir. Aber ich finde, es sind auch ausreichend. Ne? Ja. Weil du weißt halt, wenn der Tunnel voll steht, kriegst du auf jeden Fall einen von einem Rettungsring. Ja, nimmst auch den besser statt auszugehen. So sieht übrigens der Aufzug sonst aus, nachdem wir heute Morgen so geflasht haben. Mit Polster. Mit Polster. Kaputte Polster. Kaputte Polster. Da haben wir einen Gabelstapler hingefahren. Einer hingepinkelt oder was? Ja, schön. Und hier hat einer weiß ich nicht, bekommen, ey. Wir könnten uns jetzt hier verewigen. Und naja, lassen wir das lieber. Uschi wollte wieder zu Mr. Rocky, hat sie sich gewünscht. Dann gebe ich mich natürlich dem auch hin. Ist ja auch nicht schlecht hier. Habt ihr ja gesehen, wir haben gerade ein bisschen was gegessen und es ist wieder Live-Musik. Es ist nicht auf der Bühne, die Frau matcht nicht mit der Frau auf dem Bildschirm, die es sein soll. Das ist nicht Jenny, also nicht meine Jenny. So, aber es ist halt unglaublich unterhaltsam, wie die Chinesen es nicht hinbekommen, mit Messer und Gabel zu essen. Eben kam mir ein Steak, das ist Jenny. Wer das ist, weiß ich nicht. Eine Hochstaplerin. Was hast du mit Jenny gemacht? Es hat gerade eine Dame ihr Essen zurückgehen lassen, damit in der Küche das Steak geschnitten wird, damit sie es in Stücken hat. Die Stücke sind aber immer noch so groß, dass sie wirklich wie mit Stäbchen in großen Brocken alles einfach abknabbern. Kann man ja machen, aber wir sind in einem Land, wo es nirgendwo Servietten gibt. Das heißt, wenn du große Sachen irgendwo so abkausen kannst, dann hast du den ganzen Mund voll. Das bleibt dann so. Ich wundere mich, dass sie nicht irgendwie den ganzen Tag irgendwie so ein Bienenbad oder Vögel haben oder so, die das ablutschen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war hier gerade Spaghetti Bolognese bei einem am Tisch. Also wirklich, die brechen sich die Hände beim Besteckessen. Und dann fängt er an zu drehen und merkst, boah, ist ja voll schwierig. Also das ist der Teller, das ist die Gabel. Und leider haben wir beide gleichzeitig zufällig in diese Richtung geguckt. Und vielleicht auch ziemlich laut auf einmal. Zum Glück hat sie laut gesungen. Wir mussten sehr laut lachen. Es ist super unterhaltsam, es ist total süß und liebenswert. Ich sehe mit Stäbchen nicht irgendwie eleganter aus. Ich habe meine Stützräder da dran, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Ach, es ist schon wild. Aber wenn man das auch nur gewohnt ist, mit einer Hand zu essen und jetzt brauchst du auf einmal beide, dass das zu viel ist und eigentlich die eine Hand, die sonst nur das hier macht, jetzt auf einmal irgendwie ein Messer oder eine Gabel halten soll, verstehe ich auch, dass das ein bisschen schwierig ist. Einfach mal so ein kleiner Ausschnitt aus dem Kulturschock, in dem wir uns hier befinden. Für alle Seiten diesmal.
so crazy. Die stehen hier so eng und das ist kein Problem, weil die Autos fahren dann einfach alleine raus aus der Parklücke. Das ist krass. Das ist echt crazy hier. Jetzt warnt das Ding, dass es wahrscheinlich losfährt. Weil ich habe gerade gesagt, park mal aus hier. Aber oder es geht vielleicht doch nicht. Und sie weiß einfach nicht, wie sie ins Auto kommen soll. Es fährt einfach alleine raus. Ich bin so ein Neandertaler, ne? Das ist so krass. Das ist so fancy. Ja. Wow. Rechts ist richtig, links ist falsch. Auch hier richtig geiles Fahrzeug. Aber ach, Leute. Aber hier, der hat richtig. Okay, das kann jetzt keine App mehr. Hilfe. Ach nee, das Handy löst das viel besser auf. Die sind alle gepixelt, die Augen, damit man die Frauen nicht erkennt. So funktioniert das. Aber guck mal, die sehen alle wieder normal aus. Oh Gott. Handy, was machst du? Die sind alle wieder richtig. Aus chinesischer Produktion ist meine 2000. Achterbahn, die ich gefahren bin. Phantom Moto ist der neue Motorbike Coaster von Jinma Rides hier im Happy Valley in Shenzhen. Ja, da müssen wir natürlich jetzt mal gucken, hier, was das ist, oder? Grüße gehen raus nach Waldkirch. Sowas, also das ist ja absurd, das kann man sich ja gar nicht ausdenken. Was war das bitte für ein Ride? Ist ja schrecklich, ist einfach alles schrecklich. Ist einfach nur schrecklich. Der ist von der Regierung und hört zu, damit ich keinen Quatsch erzähle. Wir haben in Peking. Bleibt das milchig oder?